Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Beginnen tun wir wie in den letzten Wochen auch mit dem Vesuv, ein Dauerbrenner. Wir sind auch wirklich weiterhin heiß darauf, das hinzubekommen. Wir mussten euch letztes Mal ja sagen, dass es leider mit dem Sand nur so nicht funktioniert, wie wir es geplant haben, weil er seine Eigenschaften durch Reibung verliert. Trotzdem haben wir es nochmal mit der Spindel versucht, weil das einfach optisch die tollste Lösung ist, weil wir haben so viele Zuschriften bekommen. Vielen Dank dafür und auch der Hersteller hat eigentlich das bestätigt, was unsere Versuche vorher schon mit verschiedenen Materialien gezeigt haben. Edelstahl oder verzinkte Materialien sind die einzige Chance. Deswegen haben wir hier nochmal einen allerletzten Versuchsaufbau gemacht, weil diese Dachrinne, nenne ich es mal einfach, ließe sich ziemlich gut reinigen zumindest. Das heißt, wenn das Problem auch nicht gelöst ist, wird es vielleicht am Ende händelbar. Erster Eindruck, wahrscheinlich wird nicht mal das klappen. Aber wir würden dann eine Art Maske hier drüber setzen und das würde optisch eine traumhafte Lösung werden, wenn wir es denn schaffen, dass der Sand möglichst lange seine Eigenschaft behält. Denn wenn er seine Eigenschaften verliert, klebt die hinterher an der Rutsche und das ist doof. Aber parallel werden wir jetzt anfangen, weil wir nicht so sicher sind, ob das klappt, mit anderen optischen Lösungen. Und da ist Stefan schon ein ganzes Stück weiter und die zeige ich euch mal. Willkommen in Stefans Vesuv-Versuchslabor, denn als wir da hinten noch saßen und unsere schwarze, erkaltete Lava bedauert haben, dass sie festklebte halt, bist du losgelaufen und hast Alternativen dir überlegt. Und das Schöne daran ist, wir hätten diesen schwarzen Sand niemals zum Selbstleuchten bringen können. Das wäre einfach schwierig geworden. Und die Ideen von dir sind ja tatsächlich eigentlich in die bessere Richtung, nämlich Lava, die glüht, bewegt sich. Und Lava, die nicht glüht, ist schwarz und starr. Und das vereint einfach diese Idee, die du innerhalb von ein paar Tagen oder so aus dem Ärmel geschossen hast, vereint das eigentlich ganz super. Ja, das ist eigentlich relativ einfach gemacht. Das ist einfach Silikon auf einer transparenten Folie, die ich dann so ein bisschen zusammengeschoben habe, dann halt echte Lava ein bisschen reingekrümelt und dann von unten halt schön beleuchtet mit verschiedenen Effekten. Also einmal habe ich hier so einen kleinen Krisselteil gebaut, wo halt das ein bisschen hin und her flimmert. Hier sind einfache Leuchtdioden und hier drin habe ich ein Teil reingebaut, was sich unten drunter bewegt. Also quasi jetzt, ob das oben schon alles erkaltet ist, aber unterirdisch die Lava noch weiter am Fließen ist, einfach um ein bisschen mehr Bewegung reinzukriegen. So, und da hatten eigentlich alle bisher, die es gesehen haben, auch gesagt, Mensch, das ist geil, das muss sich eigentlich ein bisschen bewegen. Und daraus ist eigentlich schon wieder die nächste Idee entstanden. Und zwar, dass ich das, was jetzt hier ein großes Rad ist, ich kann es ja sonst gleich nochmal umdrehen, gegen eine Kette ersetze. Ja, ich weiß noch, du hast ein paar Tage gesessen, wir haben das uns einmal 10 Minuten angeguckt, uns tierisch gefreut und dir in den Kopf geschmissen, es muss sich aber noch mehr bewegen. Ja. Und haben eigentlich eher gedacht, so, na gut, nee, aber Stefan hat sofort losgelegt und ich finde die Idee, die du uns jetzt wahrscheinlich gleich zeigst, gar nicht so schön. Ja, ich kann das ja mal anschließen, dafür muss ich das Hat bisschen an die Potenzial. Seite packen und Ja. dann zeige ich dir das mal. So, Stefan hat umgebaut zur Schlangenbeschwörung, aber ist ja keine normale Schlange. Nee, und zwar ist das die Folgeidee aus diesem drehenden Rad, was wir eben schon gesehen haben, was praktisch die Lava unter der Kruste in Bewegung zeigt. Ich stelle mir vor, dass hier Lava raufmodelliert wird und ja, schön leuchtet natürlich. Und diese Kette hat den Vorteil, dass ich sie in alle Richtungen drehen kann. Ich kann nach rechts, links, ich kann nach oben, unten, sprich ich kann daraus einen relativ schönen Lavastrom modellieren, der dann so den Berg runterfließt als Endloskette. Und vor allen Dingen hier hinten wieder zurück. Sie ist als Endloskette führbar. Wir können tatsächlich Lavaströme jeglicher Fantasie machen damit. Ich habe da schon mal was vorbereitet, um zu zeigen, wie sowas denn lichttechnisch aussehen könnte. Das ist jetzt ein Element aus dieser Kette, wo ich quasi schon mal so einen Lavafluss raufmodelliert habe. Magst du mal kurz das Licht ausmachen? Machen wir das Licht aus, genau. Das wäre dann so, wenn ich es von den Seiten her rein beleuchte. Da kann ich natürlich auch noch wieder ein bisschen mit Wabern arbeiten. Aber es wird relativ gut ausgeleuchtet, Ja. das Ganze. Und du hast momentan ja die Lösung, dass du die Leuchten an der Seite hast. Wir bräuchten also auch keine Stromführung. Genau, das ist, wird von der Seite reingeleuchtet. Und zwar ist es hier drauf. Machen wir das Licht wieder an. Das ist eigentlich aufgebaut wie ein Computermonitor. Das heißt, ich habe eine Reflexionsschicht, habe dann da eine Plexischicht drauf. Von den Seiten her ist es offen, das Licht kann rein und spiegelt sich durchs Angeraute hier drin und kommt nach vorne raus. So. Und daraus würde ich dann eine ganze Kette machen. Ich habe mal so ein kleines Mini-Versuchsstück gemacht, einfach um zu gucken, wie sowas denn aussehen könnte. Ich bin wirklich zuversichtlich, dass das eine mindestens tolle B-Lösung werden kann. Ich habe zwar immer noch das Gefühl, dass wir am Ende die LEDs und die ganzen Glimm-Effekte mitführen werden, weil es dann noch cooler aussehen wird, wenn wir das mit der Stromübertragung hinkriegen. Aber wir schauen uns mal demnächst einen ersten Test an, wie diese Kette denn simuliert aussehen wird und ich bin super gespannt drauf. So, wir sind hier mal bei Stefan an den Tisch gekrabbelt, denn das eine ist ja der Lavastrom an sich, dass der schön in den Vulkan runterfließt. Aber für einen, ich nenne es mal Bilderbuchvulkan, gehört natürlich eine fette Eruption obendrauf. Und
eines Morgens hast du mir das hier gezeigt und seitdem grinse ich nur noch. Mach mal an. Ich mach mal Licht an. So, tolles Licht, ne? Aber. Zack. Und seitdem ich das gesehen habe, bin ich wirklich vorfreudig auf die Idee. Du hast gesagt, am besten mehrere, die sich dann so ein bisschen Ping-Pong spielen. Der eine schaufelt den anderen zu und dann verschiedene hohe Eruptionen. Also wenn wir das hinbekommen, dass der Sand, das ist kleiner, feiner vom Verkehrsmarkierungssand. Genau, das ne? ist eigentlich kleine Mini-Kügelchen sind das. Die stoßen auch in der Luft mal zusammen und dann entscheidet sich doch eine, selbst bei diesem großen Trichter, hier beim Rand zu fallen. Und bei 12 Stunden am Tag, 365 Tagen im Jahr wäre unser Vesuv wahrscheinlich unter jetzigen Bedingungen schneebedeckt irgendwann. Aber wenn das klappt, wenn du das mal in den Griff kriegst, dass wir das einsetzen können, ein Traum. Ich hoffe es ganz doll. So, auf meinem Weg zum nächsten Thema, das ist nämlich woanders, bin ich hier bei Arne vorbeigekommen und ich sag's mal so, wenn jemand es schafft, den Dauerbrenner, 12 Jahre lang waren es glaube ich, Transrapid in den Dauerbetrieb zu übergeben, erfolgreich auch noch, dann kriegt er gleich die nächste blöde Baustelle auf den Tisch. Nämlich unseren Hubschrauber, den haben wir lange geliebt, also immer wenn er mal lief, aber bei 4000 Öffnungsstunden im Jahr fällt sowas ständig aus, wenn man irgendwo auch nur das kleinste Detail übersieht. So. Dauerbetrieb Arne heißt er jetzt. Hast du das Ding auf den Tisch bekommen? Siehst du eine Chance? Jawohl, definitiv so. Ich habe jetzt aber die Zeit, dementsprechend habe ich mir genommen bekommen. Ich muss ihn dann umrüsten auf den Gassystemmotor, ist ein bisschen schwieriger, weil es ist halt noch deutlich kleiner als jetzt der Transrapid. Ja. Aber ja, ich kriege das hin. Danke für deine Geduld. Bin Ja, gespannt. nichts zu danken. So, ich gehe mal zum nächsten Thema. Ciao. Tschüss. Ja, auf dem Weg zum nächsten Thema sehe ich Torge. Und Torge erinnert mich an etwas, nämlich dieses T-Shirt, dieses Logo haben wir damals entworfen für unsere neue Kollektion, nein, für unsere neue Webseite. Das erinnert mich daran. Es ist fast ein Jahr lang her, dass wir damit angefangen haben. Wir sind aber stolz drauf, was es momentan so geworden ist. Es ist aber nämlich leider noch nicht ganz fertig. Aber ich kann euch ein paar Teaser schon mal zeigen. Es wird toll und es wird ganz anders. Wir arbeiten noch ein bisschen an Performance-Problemen und hier und da an kleinen Verbesserungen und hoffen, in den nächsten Wochen damit fertig zu sein. Danke. So, ich bin schon wieder hängen geblieben, nämlich auf dem Weg zur neuen Lokwerkstatt. Denn dieses Schild hier passt perfekt zur alten Lokwerkstatt. Es war einfach nur Chaos, zu eng, unaufgeräumt. Wahrscheinlich, wenn meine Tochter die neue Folge sieht, wird sie dieses Schild sofort an ihre Zimmertür hängen. Aber jetzt gehen wir endgültig hoch zur neuen Lokwerkstatt. So, auf dem Weg zur Lokwerkstatt bin ich an dieser wichtigen Tür hängen geblieben. Sie beschäftigt uns schon seit 10 Jahren und wenn alles gut läuft, fliegt sie in 3 bis 4 Jahren raus. Aber warum sie uns beschäftigt, das erzählt uns Freddy, den habe ich nämlich zurückgebeamt. Der hat sich nochmal in die Zeit von vor 10 Jahren, als er eine Vision hatte, zurückgeholt. So, jetzt geht sie nicht auf, jetzt. Hallo Freddy, erzähl mal. Jetzt zeige ich euch mal die Zukunft. Wir verhandeln nämlich gerade mit unserem Vermieter, der Hala. Wir wollen liebend gerne eine Brücke hier rüber bauen. Und zwar über den Fleet, diese 30 Meter, am liebsten mit so einem Glasdach so rund rübergezogen, vielleicht noch ein bisschen Stahl mit rein. Auf der anderen Seite ist ganz viel Platz, dass wir da noch richtig schön weiterbauen können. Afrika und was uns noch so alles einfällt. Allerdings haben wir ein paar Probleme. Wir haben schon überlegt, wenn das hier so rüber geht, das sind ja ungefähr 30 Meter, die arbeiten ja. Das heißt, die wackeln so ein bisschen beim Sturm oder so. Und durch Temperaturschwankungen könnte das Problem kommen, dass hier so eine Ritze eingebaut werden muss. Danke Freddy für deine Vision immer wieder aufs Neue. Und es ist tatsächlich so, es fehlen nur noch letzte Details. 100% sicher ist es noch nicht, aber fast. Und dann können wir diese Brücke bauen. Wir sind im Hintergrund sowieso sogar schon am Planen, wie wir es machen werden. Wie wir mit Frankreich und eventuell Benelux hier rüberkommen, nachher die Brücke bauen tatsächlich. Auf die Brücke die Anlage führen, dann ein bisschen Eurotunnel Wasser und dann drüben mit England weitermachen. Wie wir das über 2 Stockwerke regeln und so weiter. Die ersten Pläne und Ideen sammeln wir schon. Ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber es ist so dicht davor, dass das tatsächlich klappt, dass ich es euch zumindest erzählen wollte. Auf zur Lokwerkstatt. Alles Ideen, alles verschiedene Varianten, wie wir das machen können. Wir werden uns eine aussuchen oder mit euch gemeinsam irgendwann darüber diskutieren, aber es hat noch ein bisschen Zeit und ihr müsst noch ein bisschen die Daumen drücken. Schon, kannst du mir einmal helfen? Die Lokwerkstatt, ich weiß nicht, wo die ist. Weißt du, wo das ist? Ja, also wir sind jetzt hier Ja. und einfach da vorne die Treppe hoch. Das Da heißt und 4 dann- Stück vor und dann geht's hoch. Danke. Weißt du, wo die Lokwerkstatt hier ist? Da entlang, dann da, nach vorne. Da hier vorne. Hey, geil, danke. Ich suche die Lokwerkstatt. Ist doch hier vorne, ist doch ganz einfach. Da? Okay. So, einige von euch dachten sicherlich, das ist ein Gag. Diese Lokwerkstatt gibt es gar nicht, genauso wie Bielefeld. Aber doch, es gibt sie. Sie ist einfach riesengroß im Vergleich zu früher.
fast aufgeräumt, könnte man es nennen. Und wenn man sich hier umschaut, zählt man tatsächlich bis zu 7 Arbeitsplätze, weil A, die Arbeit ist immer mehr geworden, die Züge halten sich ja nicht an Ausfallzeiten, teilweise haben die sich Meter hoch auf euren Schreibtischen gestapelt. Johannes, ist es besser geworden? Super. Also wir sind auf dem richtigen Weg und bis zum Ende des Jahres haben wir dann hoffentlich hier noch so Hängeschränke. Und wir kriegen noch Stahlschränke, damit wir tatsächlich dann auch alle Ersatzteile unterbringen können. Wir kriegen ja auch noch neue Züge für Italien. Ja. Und du hast es schon gesagt, wir sind gar nicht hinterhergekommen. Sommerferien, lange Öffnungszeiten, viele Züge hier auch bei uns. Und deswegen sind wir froh, dass es jetzt bald fertiggestellt sein wird. Ja, und wir Lagerplatz haben, falls mal wieder zu viele Züge auf einmal ausfallen. Genau. Nur die Teststrecke fehlt auch noch, ne? Aber da Teststrecke. bauen wir ja noch. Richtig. Genauso wie wir an einem anderen großen Projekt sehr viel Arbeit hinter den Kulissen. Und da reise ich jetzt mal hin und zeige euch was. So, ich bin jetzt hier an der Alster angekommen, denn das Thema, was uns weiterhin noch sehr fasziniert, ist das Thema Olympia in Hamburg. Deutschland bewirbt sich mit Hamburg für die Olympischen Spiele, wenn Hamburg am 29.11. Ja sagt. Wir haben momentan eine Zweidrittelmehrheit und auch in unseren schwierigen Zeiten heutzutage ist es wirklich so, es gibt nichts, was eine höhere Integrationskraft hat als Sport. Und das wollen wir mit einem Musikvideo zeigen zu einem, nennen wir es Olympiasong, den wir mit Contour Records zusammen gemacht haben, um einmal zu zeigen, diese Integrationskraft von Sport. Wir wollen begeistern für das Thema Olympia. Es ist ein deutschlandweites Thema mittlerweile. Denkt an das Sommermärchen 2006 zurück. Was haben wir danach für ein Selbstvertrauen gehabt, für eine Wirtschaftskraft, die zugenommen hat? Und das könnte sich mit Olympia 2024 in Hamburg wiederholen. Deswegen, wir drehen hier gerade das Musikvideo dazu. Das könnt ihr demnächst auch sehen. Unterstützt es, wenn ihr Lust habt, kauft den Song. Sämtliche Einnahmen dieses Songs gehen dem Nestwerkverein zugute. Das heißt, es verzichtet jeder auf Einnahmen und Gagen. Und ein zweites Thema, am 8.11. wollen wir das Alsterfeuer aus dem Februar, was hier um die Ecke stattgefunden hat, nochmal toppen. Wir wünschen uns von euch allen, dass ihr im Stadtpark kommt. Am 8.11. um 10.30 Uhr werden wir versuchen, kommt in den 5 olympischen Farben mit euch zusammen die 5 olympischen Ringe so darzustellen mit einer Menschenmenge, die man am Ende, wenn alles gut läuft, sogar aus dem All erkennen kann. Für diejenigen, die gegen Olympia sind, verzeiht es uns, dass wir mal wieder Feuer und Flamme sind und dass, wenn uns ein Thema interessiert, wir wirklich dafür brennen. Also, kommt am 8.11. in den Stadtpark und wenn ihr Lust habt, kauft unseren Olympiasong. Er ist komplett für einen guten Zweck. So viel zum Thema Olympia. Unterstützt uns, wo ihr könnt. Und ich freue mich unheimlich auf die nächste Folge von Gerrits Tagebuch, wo wir nämlich die ersten Bilder zeigen können vom 8.11. und hier auch von dem fertigen Musikvideo. Vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke. Tschüss. Yeah, it's a good day. We're ready for it. We've come a long way. We're ready for it. We seen them come and go. We're ready for it. And if there's one thing we know now, we're ready for it. Light up the fire, yeah, now we know we're ready.
Felix, wo ist die Lokwerkstatt? Kannst du mir zeigen? Ich finde diese verfuckte scheiß Lokwerkstatt nicht. Die müsste. Ja, muss mal stillhalten. Ich habe den jetzt 100 Mal durchgelesen. Also Im 4. Stock auf jeden Fall. 4. Stock. Das ist hier der. Mitteldeutschland, wir sind im 4. Stock. Wir sind im 4. Stock. Ja. Und wo sind wir hier im 4. Stock? Das, ja, da Da, müsste man sein. Lokwerkstatt Genau. sind wir. Okay, und wie komme ich dann zur Lokwerkstatt? Das ist eine gute Frage, die kann ich leider nicht beantworten. Aber das ist doch nicht die Lokwerkstatt hier. Die ist so riesig und aufgeräumt, das kann nicht sein.